Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute gibt es endlich die Charakterbewertung von mir als zweiten Teil des Abonnenten-Specials. Und ja, die ersten 25 Leute kommen in diesem Video ran. Da 25 Leute zu bewerten relativ viel ist, nehme ich mir ja nicht ganz so viel Zeit, sag ich mal, für jeden Einzelnen, sondern werde mal grob überfliegen, was so das für ein Charakter ist. Und wenn ich Tipps geben kann, dann mache ich das. Aber falls das irgendwelche Accounts sind, die schon im obersten High-End-Level-Bereich sind, dann werde ich da natürlich keine großartigen Tipps mehr geben, sondern einfach nur den Charakter an sich begutachten, weil was soll ich da noch großartig an Tipps geben an jemanden, der über mir steht. So, ne? Also von daher, es ist alles bunt gemischt auf jeden Fall. Ich hatte schon ein bisschen durchgeschaut, als ich hier meine Charaktere auf den einzelnen Servern erstellt hatte. Und deswegen, kriegen wir heute auf jeden Fall alles zu sehen. Und ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, mal die Charaktere hinter den Kommentaren immer so mal auch so sehen zu können in-game. Und deswegen würde ich mal sagen, fangen wir mal direkt an. Der erste, der hier gewonnen hatte beim Gewinnspiel, ist Magic. Übrigens, herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner und tut mir leid, falls ihr jetzt nicht rangekommen seid. Vielleicht kommt ihr noch beim zweiten Teil ran, kann sein, ja. Und aber nicht traurig sein, falls das nicht der Fall ist. Ne? Euch entgeht ja auch hier nichts Großartiges, sag ich mal. So, Magic ist der erste, Legion of Hell. In der Gilde ist er auf dem internationalen Server 39, spielt er hier als fast Free-to-Play. 5 Euro hatte er bisher in den Account hier gesetzt. 29.02.20 hat er gestartet, spielt hier als Magier, ja, und ist hier relativ frisch, sag ich mal, noch auf dem Server drauf. Wie gesagt, fast Free-to-Play mit 5 Euro. Kann man nicht so viel erwarten. Trotzdem gute Tränke auf jeden Fall hier am Start. Die wichtigsten zwei sind hier. Sammelalbum, gut, werde ich wahrscheinlich häufiger kritisieren in diesem Format. Ist auf jeden Fall ausbaufähig, ne? Aber ansonsten denke ich mal, hast du eine super Waffe hier im Inventar und da kann man, denke ich mal, nicht allzu viel verkehrt machen. Ja, vor allen Dingen zu Anfang ist es ja noch nicht so wichtig. Bist auf jeden Fall in der Gilde, das ist mit das Wichtigste. Von den Stats her, von der Skillung her ist es am Anfang auch noch nicht so entscheidend. Später würde ich ein bisschen mehr auf Intelligenz gehen als auf Ausdauer. Als Magier ist der Schaden immer besser und ja, das denke ich mal. Und auf deine Rüstung solltest du im späteren Verlauf auch achten. Aber wie gesagt, das ist alles, sag ich mal, das kommt im späteren Spielverlauf so oder so zustande. Deswegen, erstmal soweit alles cool an der Stelle, sag ich mal. Grüße gehen raus. So, machen wir weiter. Der zweite, der hier rangekommen ist Sweetkill. Grüße an der Stelle. Spielt hier auf S1 als Free-to-Play-Spieler, ja. Sehr gute Leistung auf jeden Fall schon mal. Stufe 371 als komplett Free-to-Play zu erreichen, ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ich weiß nicht, was der Trank hier drin soll. Ja, okay, gut. Gut, ich verstehe es. Du spielst als Free-to-Play-Spieler und nimmst wahrscheinlich die Tränke mit, die gerade so im Shop-Angebot angeboten werden, so, ne? Deswegen, eine Waffe hast du eigentlich, als Free-to-Play hast du eine Waffe eigentlich mit einer ganz guten Spanne, würde ich mal behaupten. Deswegen ganz nice auf jeden Fall. Dann haben wir 4700, sagen wir, zu 2700. Das ist eine Skillung, die würde ich erstmal so weiterfahren. Das sieht ganz solide aus und da kann ich erstmal nicht so viel weiter zu sagen. Das sieht sehr solide aus, wie gesagt. Die Tränke ist natürlich klar, man nimmt, was man kriegen kann, aber da würde ich dann mir tatsächlich dann überlegen, ob ich mir da nicht das Gold spare und das lieber an Skillpoint stecke, als die Tränke zu nehmen, die man kriegen kann. So, ne? Gut, auf jeden Fall gehen Grüße auch an dich raus. Wir machen weiter. Mortem hat hier gewonnen. Herzlichen Glückwunsch auch an der Stelle. Spielt hier auf S2.de in der Gilde The Insane als Krieger, als High-End-Level-Krieger mit absolut krassen Equipment. Da brauche ich wirklich nicht mehr sehr viel zu sagen. Ja, hat hier alles, was man eigentlich so benötigt. Waffenschadensspannenmäßig geht wahrscheinlich noch mehr, aber ich denke mal, da du hier auf Platz 1 bist und so enorm krass schon im Level fortgeschritten bist, ist das schon ziemlich insane. Und ich denke mal, für die
Ehrenhalle ist es auch besser, so eine Spanne zu haben, die nicht ganz so hoch ist, da ich mal auch von ausgehe, dass du in den Dungeons wahrscheinlich schon so gut wie durch bist. Hat hier Basisstats von gerundet 45k und 26,5k auf Ausdauer. Ist jemand, der mehr auf Schaden geht. Gut, das gleicht wieder so ein bisschen die Spanne aus, meines Erachtens nach. Ich kenne viele Leute, die tatsächlich so als Krieger eine 50-50-Taktik fahren, aber anscheinend bist du hier mit der Taktik auch sehr gut bedient hier auf dem Server. Man sieht es ja, es ist ja unverkennbar so, ne, anhand deiner Stufe und deinem Rang hier auf dem Server machst du auf jeden Fall alles richtig und deswegen, ja, gehen auf jeden Fall Grüße auch an dich raus. Krasser Account auf jeden Fall, mach weiter so. Und ja, wir schauen auf den nächsten. Wir haben hier das Barbarentagebuch, ja, auf dem Server 36 international in der Gilde Verrückt als Berserker, ja. Und das Barbarentagebuch, lass mich kurz nachschauen, hatte nichts weiter jetzt geschrieben, was er für einen Playstyle fährt, aber ich gehe mal stark von aus, wahrscheinlich so Free-to-Play-mäßig so, ne? Ein bisschen schluderig, sag ich mal so. Also die Slots können auf jeden Fall ausgefüllt werden, was so die Steine angeht. Ansonsten mit dem Level kann man auch schon ein bisschen höher sein im Sammelalbum, aber ansonsten, ja, sag ich mal, gut. Es geht natürlich immer so ein Stück weit besser. Ich weiß natürlich nicht, wenn du jetzt Free-to-Play bist, dann nimmt man natürlich, was man kriegen kann. Ansonsten, ja, er ist tatsächlich er geht sogar mehr auf Ausdauer. Das würde ich dann an der Stelle nicht empfehlen. Ich würde dann tatsächlich ein bisschen mehr auf Stärke gehen, auch wenn man, vor allen Dingen, ja doch, da muss ich dir den Tipp geben, du bist ein Berserker, du musst auf Stärke gehen. Du musst fast so wie ein Magier skillen, sag ich mal, weil Stärke für dich der Schlüssel zum Erfolg ist, was die Dungeons angeht. Da bringt dir das Leben auch nicht viel, weil der Berserker an sich schon eine Glass Cannon ist. Der ist ja eigentlich abhängig so von seinem Schaden, den er raushaut und den Kombis, die er macht. Deswegen an der Stelle würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, deutlich mehr auf Stärke zu gehen. Ansonsten gehen auch Grüße an dich raus an der Stelle. Gut, wir machen weiter. Wir haben hier den Emo-Toast, ja. Grüße gehen raus an Emo-Toast von S2 Schweden, ja, da, wo eigentlich alles begann in der Gilde von Painy, ja, mit seiner Projektgilde damals, haben sie hier den Server übernommen und er ist jetzt hier tatsächlich auf Rang 1 auf dem Server, was sehr nice ist. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle dafür, ja. Stufe 432, der Goldrahmen für den Flex ist natürlich auch da, muss natürlich sein. Und spielt hier als Kundi, ja, was sagt der Kundi? 10k zu 7,8k. Okay, ein bisschen mehr auf Geschick, klar, ist natürlich klar. Als Kundschafter auch ein bisschen mehr Stärke als Ausdauer. Den würde ich nicht 50-50 skillen, sondern wahrscheinlich so ein bisschen, ja, so verfahren, wie er jetzt ist. Wenn nicht sogar ein bisschen mehr Geschick sogar drauf packen. Ansonsten, ja, gut, ich sehe hier das erste Farm-Equip-Item. Gut, ich kann natürlich nicht wissen, zu welcher Zeit ihr wann welche Items angelegt habt. Ne? Das kann ich nicht beurteilen. Deswegen ist das mehr so eine Glückssache. Deswegen gucke ich auch nicht auf eure Gesamtskills, sondern wirklich nur auf eure Basis-Stats, weil das ausschlaggebend ist. Nicht so wie, das Equipment, was ihr gerade anhabt. Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ansonsten gehen Grüße raus an Emo-Toast, ja. Und wir gucken weiter auf den nächsten Server. Wir haben hier tatsächlich den Lieutenant, ja. Der Lieutenant hat es hier geschafft, sich an dem Gewinnspiel teilzunehmen und zu gewinnen, ja. Grüße gehen raus. Er schreibt hier dazu, dass er Free-to-Play ist, natürlich. Natürlich ist er hier Free-to-Play auf dem Server unterwegs als Rang 2. Ist natürlich mehr oder weniger ein Troll, denke ich mal, an der Stelle. Ja, brauche ich, denke ich mal, nicht sehr viel zu sagen. Lieutenant kennt ihr alle und sehr krasser Account auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ist das dein höchster? Ich bin mir unsicher. Spanne heftig, gute Waffe auf jeden Fall am Start. Stats sind Monster-Stats für das Level, ja. Aber ich sehe tatsächlich sehr viele Parallelen zu mir, weil die Skillung ist tatsächlich so ähnlich wie auf meinem Account, auf meinem Main. Da bin ich dann auch wirklich viel mehr auf Schaden aus als auf Leben. Als Magier muss man das auch, würde ich auch so weiterempfehlen, diese Skillung. Und
fahre ich so ähnlich auf jeden Fall. Grüße gehen raus an Nuten, der es hier geschafft hat, sich in die Folge zu schleichen. So, dann haben wir als nächstes der coole Julian ist hier am Start. Der coole Julian, lass mich kurz nachschauen. Hat 30 Euro bisher investiert hier auf dem Server W20, also ist er relativ kosteneffizient unterwegs, würde ich mal sagen, spielt hier als Kundschafter und fährt hier eine ganz gute Skillung für sein Level. Ja, 90er Sammelalbum ist, denke ich mal, okay für das Level, weil da kommen ja noch ein paar Dungeon-Gegner und so weiter und so fort. Vielleicht fehlen da noch 1, 2 Items, aber die erstmal auch zu kriegen, ist natürlich auch so eine Sache. Ja, deswegen, ansonsten Top-Tränke drin. Waffe ist okay, sag ich mal, ja. Ich weiß nicht, 6 Mal hast du die verbessert. Wie oft hast du deine anderen Sachen auch alle so 6 Mal? Ja, okay. Wenn man dabei bleibt, ist okay, aber viel öfter würde ich die Waffe dann auch nicht verbessern. Ich glaube, ich verbessere meine bis zu 5 Mal oder so. Und das ist mir dann schon genug nachher so. Ja, ansonsten sehr cool. Mach weiter so. Von der Skillung her ist alles top-mäßig. Ja, Glück braucht man eh nicht skillen so, aber das brauche ich euch, denke ich mal, nicht sagen. Jo, machen wir weiter mit dem Lightwolf hier auf dem internationalen Server 3. Da muss ich mal kurz dazu schauen. Auf W3 als Free-to-Play hat er noch dazu geschrieben. Free-to-Play auf dem Server ist hart, kann ich nicht ganz believen irgendwie. Ich kenne dich jetzt auch so persönlich nicht, dass ich die einschätzen kann, ob das ein Troll ist oder nicht. Aber ich würde einfach mal sagen, dass das eher so, sag ich mal, ironisch gemeint ist. So und aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr heftiger Account, muss ich sagen. Stufe 505 auf dem Server, international 3, ist schon krass. Ich weiß nicht, wie lange du hier schon am Start bist. Auch eine Taktik, die mir auch persönlich mehr gefällt. Also ich bin auch Freund davon, mehr auf Schaden zu gehen als auf Ausdauer, auch als Kundschafter so. Und deswegen. Waffe ist auch hier mit, ich denke, da geht noch rechts raus ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, du spielst ja Free-to-Play anscheinend. Deswegen, alles cool. Heftiger Account. Stufe 505 ist ein krasses Level und deswegen auf Platz 3 hier auch auf dem Server ist auch eine sehr gute Leistung. Deswegen Glückwünsche an dich. Mach weiter so. Und wir kommen hier zum nächsten großen Kaliber und zwar auf dem deutschen Server 17 Boom. Ja, den Boom-Effekt hat er hier auf jeden Fall. Denke ich mal, auf dem Server mit Stufe 542 ist er einer der höchsten überhaupt so. Und ich würde, deutlich, na gut, hier ist noch einer höher als er, aber 542 ist ein heftiges Level, richtig, richtig krass. Fährt hier, die Taktik, die mir am besten gefällt als Krieger, muss ich sagen. Die 50-50-Taktik. Ich denke mal, die ist mit am effizientesten, was so Ehrenhalle angeht. Dungeons würde ich wahrscheinlich immer mehr ein bisschen mehr auf Stärke gehen. Auch die Waffe, als Krieger hast du halt auch nicht so eine hohe Spanne, ist aber auch nicht so wichtig, sag ich mal. Aber auch die Gegenstände, alle plus 9 mal verbessert, ist auch krass und heftiger Account auf jeden Fall und Glückwünsche dazu, also das ist schon ein sehr heftiges Level, muss ich sagen und Grüße auch an dich. So, dann haben wir hier den Triforce Link, der sehr häufig immer in den Kommentaren zu sehen ist. Grüße gehen raus an der Stelle, spielt hier auf S39, also auf dem deutschen Server 39, jetzt muss ich mal kurz gucken, als Free-to-Play-Spieler. Free-to-Play auf dem Server hier, fast Stufe 300 erreicht, kurz davor, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ich denke mal, als Free-to-Play ist es dann auch noch besonders Stufe 300 zu erreichen. Sammelalbummäßig, gut, brauche ich dir glaube ich nicht sagen. Ist immer auf jeden Fall ausbaufähig, aber ich weiß, es nervt. So, das Sammelalbum ist jetzt nicht so der Liebling von allen. Tatsächlich würde ich dir vielleicht noch ein bisschen mehr auf Intelligenz skillen als auf Basis, als auf Ausdauer. Aber das ist halt wirklich nur so meine Geschmackssache. Dafür hast du hier eine sehr, sehr krasse Waffe mit einer sehr heftigen Spanne hier am Start auf jeden Fall. Und das gleicht auch wieder einiges aus. Glück ich weiß nicht, ob du noch Glück skillst. Glück hast du aber im Verhältnis zu den anderen 2 Hauptattributen hier
ziemlich hoch, würde ich komplett sein lassen an der Stelle. Brauchst du jetzt eh nicht mehr durch die schwarzen Edelsteine, kommst du eh auf deine 50% Glück und ja, deswegen ist das meine Empfehlung auf jeden Fall an dich und mach auf jeden Fall weiter so. Grüße gehen raus. So, dann machen wir weiter. Dann haben wir hier einmal Tod12, der hier sich anscheinend sehr neu auf dem Server registriert hat. Kann ich jetzt natürlich noch nicht so viel sagen, aber er hat auf jeden Fall gewonnen bei dem Gewinnspiel und deswegen muss man das einfach mal so respektieren. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle und wünsche dir auf jeden Fall noch viel Erfolg hier bei deinem Account. Kann ich noch nicht sehr viel zu sagen, deswegen ja, machen wir direkt weiter mit Nerom hier auf dem deutschen Server 30. Findet er hier seinen Platz, hat hier bei dem Gewinnspiel mit auch gewonnen. Ich gucke gerade, was er noch geschrieben hatte. Ich finde es jetzt aber gerade gar nicht. Als Free-to-Play-Spieler doch hatte er noch dazu geschrieben und ja, das macht sich auf jeden Fall auch bemerkbar. Also man sieht schon einen Unterschied so zwischen Pilzern und Nicht-Pilzern anhand der Tränke, des Mounts, was sie so für eine Ausrüstung und sowas haben. Wichtig ist aber zu gucken auf die Skills. Sammelalbum, klar, geht natürlich auch langsamer voran als bei einem Pilzer. Er spielt hier als Magier, hat 2800 Stats und 2600 auf Ausdauer, also ziemlich fast 50-50. Da würde ich noch mehr in Intelligenz reinpumpen und auch gleichzeitig auch noch Basisstats von 2000. Die Tränke zähle ich nicht mit. Wirklich die Basisstats von 2000 auf Glück. Glück komplett weglassen an der Stelle brauchst du nicht. Kriegst du später so oder so durch die schwarzen Edelsteine und die Dreier und alle Attributs-Items kommst du hier auf deine 50%. Deswegen komplett Glück weglassen an der Stelle jetzt. 2000 Punkte sind mehr als genug auf jeden Fall, die du da reingeskillt hast. Der Rest ist Goldverschwendung, alles in Intelligenz würde ich jetzt erstmal so weit reinbuttern und später dann auch noch ein bisschen Ausdauer mit hochjagen. Jo, King Orgasmus ist hier der nächste King Orgasmus One hier an der Stelle. Auf Platz 104 in der Rangliste hat hier ein fast volles Sammelalbum, Top-Tränke. Als Pilzer hier unterwegs auf Server 39 und Geschick fast 4K und 3,5K auf, sagen wir mal, Ausdauer. Würde ich so weiterfahren, jetzt an deiner Stelle so vielleicht ja auch noch ein bisschen mehr in Geschick rein. Ich bin halt immer so ein Freund von Schaden. Die Spanne ist auch nicht die höchste, sag ich mal, aber vielleicht hast du die neu gefunden. 6-mal verbessert ist ziemlich viel auf ein Item nur. Hier auch nochmal 6-mal verbessert, also ja, okay. Gut, ich sehe deine Epics verbesserst du 6-mal, den Rest, den du so findest, nimmst du halt einfach so mit. Dann würde ich aber solche Items hier lieber weglassen und dann so Items nehmen, wo man wirklich einen Sockel reinjagen kann. Aber ich gehe mal davon aus, dass es eventuell dein Farm-Equipment sein könnte. Deswegen will ich da gar nicht zu doll das hier bewerten. Deswegen, ich kann das immer nicht einschätzen, was die Leute gerade anhaben. Ja, deswegen kann ich da nicht weiter viel zu sagen. Auf jeden Fall wünsche ich dir noch viel Erfolg weiterhin auf dem Server und liebe Grüße. Ja, wir machen weiter mit dem Robin. Auf S10 spielt er hier, auch als Free-to-Play hat er dazu geschrieben. Das ist natürlich sehr, sehr nice, muss ich sagen. Das erfreut mein Free-to-Play-Spielerherz an der Stelle. Hat hier eine sehr gute Skillung für meines Erachtens auf jeden Fall. Eine Waffe, die rechts raus gut Schaden macht. Als Magier ist das immer sehr, sehr wichtig. Hat hier auch sein Farm-Equipment teilweise an, gehe ich mal von aus. Ja, ist natürlich schade, dass man das jetzt gerade so sieht, aber was willst du machen? Das ist nun mal in den heutigen Tagen so. Ja, bei den Tränken weiß ich immer nicht genau, ob das da nicht die bessere Entscheidung wäre, die ganz wegzulassen und sich das Gold zu sparen, anstatt solche Tränke mitzunehmen. Es sei denn, du hast einen Dungeon-Gegner, das ein Geschick-Gegner ist und der dich vor eine Herausforderung stellt, dann macht es Sinn. Ansonsten würde ich tatsächlich, glaube ich, mir eher das Gold sparen als Free-to-Play-Spieler. Ansonsten Grüße an dich und wir machen weiter. Aspirion haben wir hier auf der internationalen Welt 14, fast Stufe 400, 391, auch als Free-to-Play-Spieler, finde ich sehr, sehr nice, finde ich sehr, sehr gut, hat aktuell Top-Tränke drin, was als Free-to-Play-Spieler ungewöhnlich ist. Und auch gerade sein Farm-Equipment an, ja. Können wir natürlich so jetzt weiter nicht großartig bewerten. Hat auf jeden Fall ein gutes Farm-Equipment mit Top-Werten. Wir gucken auf die Skillung, denn das ist das Ausschlaggebende. Ein bisschen mehr Stärke als Ausdauer, das ist in Ordnung, auch als Krieger.
ja, finde ich das nicht verkehrt. Und ja, kann man nicht viel zu sagen. Top-Sammelalbum. Ein paar Sachen fehlen dir ja noch, Dungeon-Gegner mäßig und so weiter und so fort. Deswegen, aber da kriegst du das auch noch zusammen. Und als Free-to-Play-Spieler kann man da echt nicht meckern, ey. Krasse Leistung, krasse Leistung. Und wir machen weiter mit Jinx-K. Ist hier bei den Schattendämonen, ja, auf Stufe 320 auf internationalen Server 25 und hat bisher investiert 20 Eugen, ja, 30er Mount hier am Start. Ist natürlich nicht das unbedingt, was man haben möchte, aber gut, man kann es natürlich sich nicht aussuchen, als Medium oder jemand, der sehr wenig pilzt, so, ne? Deswegen, da nimmt man auch eher so mit, was man kriegen kann. Nichtsdestotrotz kann man eventuell noch ein, zwei Points aus den Sammelalbum quetschen. Gut, ja, sag ich jedem soweit. Es nervt, ich weiß. Aber es ist so, ja. Und ansonsten von der Skillung her, ja, relativ ausgeglichen, sag ich mal. Bisschen mehr auf Geschick würde ich vielleicht gehen, so, da deine Waffe jetzt auch nicht so die fette Spanne hat. Ansonsten, ja, wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin und wir gucken auf den nächsten. Und das ist das Geheimnis, ja. Hier mit einem nicen Profil auf jeden Fall am Start, mit dem Goldrahmen verziert auf Server 38 Deutschland befindet sich das Geheimnis und es ist auch kein Geheimnis, dass Geheimnis pilzt, ja, hatte er dazu geschrieben, auf Platz 34 muss man das machen auf dem Server, ja, Stufe 412 mit, ja, einem Equipment, was aufeinander abgestimmt ist, sag ich mal, zumindest die Seite, die andere Seite, gut, kann man schlechter beeinflussen. Meine Lieblingswaffe hat er hier auch am Start. Sehr cool, mit einer krassen Spanne auf jeden Fall, auch als Krieger, Top-Tränke natürlich auch am Start, muss natürlich auch sein als Krieger und, ja, noch ziemlich Glass-Cannon-mäßig gehalten von der Verteilung her, was die Punkte angeht. Aber es ist auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Im späteren Spielverlauf würde ich tatsächlich mehr so auf 50-50 als Krieger tendieren, aber da musst du dir jetzt noch keine Sorgen machen. Da würde ich tatsächlich jetzt lieber noch auf Stärke gehen, um noch ein paar Dungeons besser kloppen zu können, als nachher dann ein bisschen mehr Leben zu haben. Da kannst du dir später noch Gedanken drum machen. Ansonsten ist es auch nicht verkehrt, wenn man als Krieger ein bisschen mehr Schaden raushaut. Das mag ich persönlich auch lieber. So, und deswegen, ist es auf jeden Fall auch in Ordnung so. Grüße gehen raus. Und wir kommen jetzt zum nächsten hier. In der Heldenfabrik spielt hier der Kyranor, ja, und auf dem Server 38 international hier als Pilzer, hatte er geschrieben, unterwegs, ja, und hat hier natürlich als Pilzer muss man auch Top-Tränke drin haben, das ist natürlich ganz klar. 2015, 2200 von den Werten her ist das okay, sag ich mal. Aber dafür relativ viel Glück hier. Da würde ich ein bisschen runterschrauben. Ansonsten ist das in Ordnung soweit. Waffenspanne ist top. Glück gar nicht mehr skillen, ein bisschen mehr in Geschick rein und dann läuft der Lachs auf jeden Fall. Grantelbart haben wir hier auf Server 8 Italien, ja. Sehr interessant auf jeden Fall. Hier spielt auch der Gully, sehe ich gerade. Ja, und der Grantelbart räumt hier als Deutscher den Italien-Server auf, so wie es aussieht. Ja, vertritt hier uns Deutsche. Und sehr, sehr cool auf jeden Fall. Gibt es hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier mit dem Gully. Sehr, sehr krass auf jeden Fall. Magier mit einer guten Spanne am Start. 4300 zu 3400. So habe ich auch lange Zeit meinen Magier geskillt gehabt. Immer so mit 1000 in Intelligenz mehr, bis ich dann nachher ein bisschen mehr auf Intelligenz als Ausdauer dann geswitcht bin im späteren Spielverlauf. Und aber ansonsten auch sehr cooler Account hier auf dem Server. Platz 2. Hier ist der Gully. Viel Erfolg wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du da weiterhin so ein schönes Kopf-an-Kopf-Rennen hier mit ihm lieferst. Und schön, dass du hier auch die deutsche Community ein bisschen vertrittst auf dem Server. Ja, dann haben wir hier Little Peep, der ist anscheinend gerade am Starshoppen, so wie es aussieht. Hat hier ein gemaxtes Sammelalbum, natürlich mit Stufe 510, kann man davon ausgehen. Und spielt hier auf dem tschechischen Server 22 und hat hier natürlich auch sehr heftige Werte am Start, dafür, dass er hier Stufe 510 ist, mit guten Abstand vom Level her zu seinen Konkurrenten hier auf dem Server.
Da gehen auf jeden Fall auch die Grüße raus an der Stelle. Krasser Account mit guten Werten, gutes Equipment auf jeden Fall, heftiges Equipment, so oft wie du das verbessert hast. Heftig, sehr, sehr heftig. Und ja, ich denke mal, da solltest du keine Probleme haben, weiterhin die Nummer 1 hier zu halten auf dem Server. Grüße gehen auf jeden Fall raus und mach weiter so. Ja, dann machen wir weiter hier mit dem Kurtel auf International 26 mit Stufe 278 ist er hier am Start. Als Halbpilze hatte er angegeben gehabt, hat dafür aber Top-Tränke drin, ist auf jeden Fall sehr nice. Von der Skillung her kann man nichts sagen, ist in Ordnung. Weiter so. Glück kann man weglassen, ja, muss ich, denke ich mal, jetzt nicht weiter mehr erwähnen. Hast eine sehr krasse Waffe hier am Start, für dein Level auf jeden Fall sehr nice und teilweise gehe ich mal von aus, Farm-Equipment gerade angelegt, heißt, du bist vielleicht gerade am Daddeln, am Spielen, am Zocken, ja, wer weiß das schon. Deswegen kann ich dazu weiter jetzt nichts großartig sagen, aber ansonsten her von den Werten ist das in Ordnung. Ja, relativ hohe Nebenstats irgendwie. Also wirklich nur auf Geschick, Ausdauer konzentrieren und den Rest wirklich weglassen. Brauchen wir nicht mehr weiter drauf eingehen. Ansonsten mach weiter so, Top-Account. Und ja, wir kommen jetzt zum nächsten, zum Loro oder Loro oder ja, Loro, denke ich mal, wird es ausgesprochen. Stufe 119 hier als Battle Mage am Start, als Free-to-Play-Spieler. Ja, Free-to-Play, Berserker sind sehr beliebt. Hatte ich ja auch schon meine Meinung mal zu geäußert. Ist eine schöne Free-to-Play-Klasse, weil man weiß, was man hat. So, und ja, Sammelalbum, klar, ist das erste, was mir immer so ins Auge sticht, aber ansonsten, ja, von den Werten hier auch in Ordnung. Ich würde tatsächlich so empfehlen, ja, wie weit kann man da Glück skillen? So, ich weiß nicht. Also im Prinzip braucht man gar kein Glück skillen. Wenn du, ich weiß nicht, wie es bei meinen anderen Accounts ist, ich glaube, ich habe da bei manchen sogar nicht mal die Tausender voll gemacht, weil das nachher schon zu teuer wurde. Ich meine, wenn man so ein bisschen, ja, das Geld über hat, nachher im späteren Spielverlauf kann man das auf jeden Fall machen, kann man ein bisschen in Glück reinskillen, aber eigentlich, ja, braucht man das später nicht mehr durch die schwarzen Edelsteine und sein Equipment, deswegen alles cool, mach weiter so. Hauptsache, du hast die zwei Sachen hier am Skillen 50er Mount hast du ja drin, das ist sehr wichtig, sehr cool und als Free-to-Play-Spieler kann man sich das auch ab und zu mal gönnen. Gut, Kinshama ist hier der nächste Account auf dem deutschen Server 32, ja, ein Server weiter als auf meinem Main-Account hier. Spielt er hier, ist auf Platz 191 momentan gerade und ist Pilzer, ja, hat Top-Tränke drin, 50er Mount, kann man erkennen, dass das ein Pilzer sein könnte. Ja, 3500 zu 3500, also eine Kriegerskillung, die du hier gerade verfolgst. Aber die Waffe ist sehr gut, von der Spanne her ist die nice. Was soll ich sagen? Ich würde vielleicht gefühlsmäßig ein bisschen mehr noch auf Schaden gehen. Du hast eine krasse Waffe, deswegen hast du auch ein bisschen mehr Geschick als Ausdauer, aber es ist halt eine Attributswaffe. Ich würde tatsächlich trotzdem ein bisschen mehr Basispunkte skillen und eventuell früher oder später über eine Dreier-Attributswaffe nachdenken. Dann würde ich das so machen. Würde ich eine Dreier-Attributswaffe hier reinsetzen und ein bisschen mehr Basis auf dein Hauptattribut skillen, damit du mehr Schaden machst. Ja, also so würde ich es handhaben. Ob es der richtige Weg ist, kann ich euch immer nicht sagen. Das ist mein persönliches Empfinden. Und ja, aber ansonsten ein cooler Account. Ja, mach weiter so. Vor allen Dingen du bist ja Pilzer, deswegen gut, kannst du da auf jeden Fall noch ein bisschen investieren, vielleicht auch in eine Dreier-Attributswaffe und ein bisschen mehr Geschick denn anstelle von, ja, dass es jetzt andersrum ist, dass du mehr Schaden im Inventar hast und weniger Schaden auf deine Basisattribute, wenn du verstehst, was ich meine. Gut, Domdark ist hier der nächste, auch ein Pilzer auf Server 23, Stufe 472 momentan gerade, 50er Mount, komplettes Sammelalbum und Top-Tränke natürlich am Start, was will man erwarten als Pilzer. Heftige Stats, 26,8k zu 26,8k, macht hier die 50-50-Skillung, ist auf jeden Fall sehr nice, kann man als Krieger so handhaben. Gute Waffe für einen Krieger auf jeden Fall am Start.
Und auch generell ein heftiges Equipment, alles 11-mal verbessert. Da komme ich mit meinen Stats im Leben nicht ran, was so die Verbesserungsrate angeht auf meinen Items, auf meinem Main. Deswegen bist du mir da einiges voraus, bist auch auf Platz 10 hier auf dem Server. Das ist auch eine krasse Leistung. Und auch für dein Level hier sehr, sehr gut vertreten. Goldspieler nehme ich mal an. Und ja, das macht sich auf jeden Fall in der Rangliste bemerkbar. Krasser Account. Glückwünsche dafür, dass du dich hier mit dem Level in den Top 10 hältst und ja, Grüße gehen raus. Dann kommen wir hier zum letzten für dieses Video und das ist der Draven. Er spielt hier in der League of Draven, ja, ein League of Legends Spieler, so meines Erachtens nach, und hat bisher hier auf dem Server 40 Euro investiert, ja, ist okay. Denke ich mal, da hast du eventuell noch ein paar Kapazitäten übrig. Hast schon ein gutes Sammelalbum für dein Level, würde ich mal jetzt so sagen. Und von den Werten her, ja, machst du hier auch eine 50-50 Skillung, ein bisschen mehr Basis-Stats sogar auf Ausdauer als auf Stärke. Da würde ich dir noch ein bisschen von abraten. Als Berserker kannst du ruhig ordentlich auf Schaden gehen. Das macht überhaupt nichts. Da machst du nichts falsch mit, wenn du da auch irgendwie das so ähnlich handhabst wie beim Magier, so ungefähr. Vielleicht ein bisschen weniger als beim Magier, aber ja, die sind sich schon sehr ähnlich, die Klassen, sag ich mal. Das sind beides Glass Cannons und deswegen, ja, machst du auf jeden Fall weiter so. Glück würde ich nachher schon langsam wieder ein bisschen runterfahren tatsächlich, weil du das hier auch auf den gleichen Stats hast wie deine anderen zwei Attribute. Ein bisschen weniger Glück kann nicht schaden, ein bisschen mehr Stärke auf jeden Fall ist, denke ich mal, da besser angelegt. Und ja, das war es soweit von dem ersten Teil der Charakterbewertung. Jetzt folgt zum Schluss noch die Auslosung, damit ihr auch nachvollziehen könnt, dass das Ganze wirklich fair ausgelost worden ist. Per Random-Generator und ja, per Zufallsgenerator auf Deutsch. Ja, ich weiß nicht, warum ich so ein Deutsch-Englisch mache. Ja, und das Ganze hier mit fairen Mitteln zugeht und nicht nach irgendwelchen Vorlieben ausgesucht wurde. Gut, das war's soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Der zweite Teil folgt auf jeden Fall und bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.